Bevor du dich zum Kauf von einem ETF entscheidest, willst du nicht nur seine Kosten, sondern auch seine wichtigsten Eigenschaften kennen. Sehr viele Informationen sind zusammengefasst im sogenannten Factsheet. Aber wie liest man so ein Factsheet? Im heutigen Coffee Break schauen wir uns eins zusammen an. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin CEO und Gründer von True Wealth. Als Beispiel schauen wir heute uns das Factsheet von einem ETF an, wo der SPI, also der Swiss Performance Index, abbildet. Im SPI sind die etwa 200 grössten Aktien von der Schweizer Börsen enthalten. Aber der Index selber ist heute nicht das Thema. Es gibt verschiedene ETF auf der SPI. Sowohl UBS als auch iShares sind einen im Sortiment. iShares ist das ETF-Label von BlackRock, am weltweit grössten Asset Manager. Wo was steht im Factsheet, ist aber nicht immer gleich. Das sieht man auch an diesem Beispiel. Eins vorweg, in diesem Podcast geht es nicht um eine Anlageempfehlung für ein Investment in einen bestimmten ETF. Und auch nicht um die Frage, welcher ETF-Anbieter besser ist, sondern es geht darum, was man aus Factsheets herauslesen kann. Nehmen wir als Beispiel das Factsheet von BlackRock, im Fall vom SPI der Anbieter mit dem grösseren Fondsvermögen. Zudem ist das Factsheet ein bisschen umfangreicher als das Pendant bei der UBS. Fangen wir mit den Kopfzielen an. Im obersten Bereich vom Factsheet werden grundlegende Informationen zum jeweiligen ETF angezeigt. An dieser Stelle siehst du, wer dahinter steht, also wer ist der Anbieter bzw. Emittent vom ETF. In diesem Beispiel also iShares von BlackRock. Im Titel steht natürlich auch der Name vom ETF. Der Name beinhaltet meistens den Markennamen vom Herausgeber, in diesem Fall iShares, aber auch um welchen Kapitalmarkt es geht, in diesem Fall SPI. Und im vorliegenden Fall auch der Name vom Index, das muss aber nicht immer so sein. Dann das Stichdatum vom Factsheet. Factsheets werden in der Regel monatlich aktualisiert. All die Angaben geben eine erste Orientierung, welcher Anlagemarkt der ETF abbildet. Im nächsten Bereich, bei den Produktinformationen und Eckdaten, sind die wichtigsten Details vom ETF zu finden. Gehen wir die mal einzeln durch. Jedes Wertpapier hat eine eigene ISIN-Nummer. Die ISIN hat 12 Stellen und steht für International Securities Identification Number. Sie gilt mit Ausnahme von ETF aus USA und Kanada international. Bei der ISIN gehen die beiden ersten Buchstaben das Fondsdomizil an. CA steht bekanntermaßen für die Schweiz. In diesem Abschnitt sehen wir auch das Auflagedatum und das Fondsvolumen. Beides sind wichtige Informationen. Das Auflagedatum gibt an, seit wann es die ETF gibt. Bei jungen ETFs solltest du genauer hinschauen, die haben oft nur wenig Vermögen drin. Und das Risiko, dass die ETF am Markt nicht reagiert, kann bei jüngeren Fonds grösser sein. Dann wird der ETF liquidiert. Du verlierst zwar nicht das Geld, aber du musst dir ein neues Instrument suchen. Wenn im ETF mehrere 100 Millionen enthalten sind, kann er wirtschaftlich unterhalten werden und die Chance ist klein, dass er aufgelöst wird. Das Factsheet weist auch Gesamtkostenquoten aus, auch Total Expense Ratio oder TER genannt. Sie ist die wichtigste Kennzahl zu den Kosten vom ETF. Sie gibt alle Kosten an, die der Asset Manager vom ETF als Entgelt für seine Aufwendungen bekommt. Er nimmt das periodisch aus dem Fondsvolumen heraus. Es lohnt sich, die TER unter den verschiedenen Anbietern zu vergleichen. Das Factsheet gibt uns auch Auskunft über die sogenannte Gewinnverwendung. Thesaurieren bedeutet, dass der ETF Dividenden und Zinserträge direkt reinvestiert. Ausschüttend hingegen sagt, dass die Dividenden respektive Coupons nicht reinvestiert, sondern ausgezahlt werden. Das Factsheet zeigt auch immer den Vergleichsindex oder Benchmark an, wo der ETF abbildet. In unserem Fall der SPI. Aber Achtung, der Benchmark kann in der Vergangenheit auch anders gewesen sein. Manchmal wechselt die Fondsgesellschaft den Benchmark durch einen anderen aus. Denn das Domizil vom ETF ist aus Steuersicht relevant. Verschiedene Länder haben verschiedene Doppelbesteuerungsabkommen. Die Methodik gibt an, mit welcher Replikationsmethode der ETF den Index abbildet. Haltet die ETF die Wertschriften vom Index 1:1, dann redet man von vollständiger Replikation. Die vollständige Replikation ist aber nicht immer ökonomisch sinnvoll. Wenn der Index mit einer reduzierten Auswahl von Titeln abgebildet wird, dann redet man von Sampling. Beim ETF gibt die Produktstruktur an, ob der Fonds physische Wertpapierbestände haltet oder die Wertentwicklung vom Index durch Derivate abbildet. Man sagt dem auch synthetisch. Dann haben wir auf dem Factsheet auch noch einen ganzen Abschnitt über verschiedene Portfoliomerkmale. Da geht es nicht darum, wie der ETF funktioniert, wie vorher, sondern was im ETF wirklich drin ist. Das deutsche Factsheet redet als Beispiel
von der Rendite. Es ist aber unklar, was mit dem gemeint ist. Im englischen Factsheet heißt es Yield, gemeint ist Dividend Yield, also Dividendenrendite. Und die sagt uns, wie dividendenstark das Portfolio im Schnitt ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV setzt die erwarteten Gewinne von einem Unternehmen ins Verhältnis zum Aktienkurs. Und auch da geht es jetzt einfach um einen Schnitt über das ganze Portfolio. Analog als Kurs-Buchwert-Verhältnis KBV. Dann das Beta. Beta ist ein Maß für die Tendenz von einem Wertpapier, sich mit dem Gesamtmarkt zu bewegen. Ein Beta von 1 bedeutet, dass sich der Kurs vom Wertpapier statistisch gesehen mit dem Markt bewegt. Das Beta von weniger 1 wird bedeuten, dass das Wertpapier tendenziell weniger mit dem Markt mitschwingt, während das Beta von mehr als 1 bedeuten wird, dass das Wertpapier tendenziell überproportional mit dem Markt mitschwingt. Ein ETF sollte den Index, den er abbildet, natürlich möglichst mit einem Beta von 1 abbilden. Und zum Schluss noch die Anzahl Positionen. Die sagt uns, wie viele Aktien oder Einzelpositionen im ETF enthalten sind. Neben den wichtigsten Merkmalen siehst du auf dem Factsheet auch die Wertentwicklung über die letzten Jahre. Auch im direkten Vergleich mit dem zugrunde liegenden Index. Das Factsheet zeigt auch einen Chart, der aufzeigt, wie sich ein theoretisches Investment von 10'000 Franken seit Auflegung vom ETF entwickelt hätte. In unserem Beispiel hätte man mit einem Anfangsinvestment von 10'000 Franken im April 2014, heute, 10 Jahre später, rund 18'000 Franken, also 8'000 Franken mehr. Spannend ist immer auch ein Blick auf die 10 grössten Positionen. Und die meisten Factsheets zeigen die Verteilung vom gesamten Fondsvermögen auf Länder und auf Wirtschaftssektoren. Im unteren Bereich gibt es meist noch Tabellen mit der Überschrift Handelsinformationen. Da findest du alle Börsen, an denen der ETF gelistet ist. Übrigens, nicht alles steht im Factsheet. Noch detailliertere Informationen findest du auf der Webseite der Anbieter. In unserem Beispiel haben wir die Information, ob der ETF Zusatzerträge durch Wertschriftenverleih generiert, sogenanntes Securities Lending, nicht auf dem Factsheet, sondern erst auf der Webseite gefunden. Bei TrueWealth findest du die Factsheets von allen ETF und Indexfonds direkt verlinkt in deinem Dashboard. Hast du dir die Factsheets schon mal angeschaut? Hinterlasse mir dein Feedback in den Kommentaren oder schreib mir eine E-Mail auf felix@truewealth.ch. Mit dem bis zum nächsten Mal.